Schritt 1. Ich schlage den Ton in eine Kegelform und anschließend positioniere ich den Ton in der Mitte der Scheibe. Durch Anschlagen mit der Handkante kann ich den Ton auf der Scheibe fixieren. Dann nehme ich Wasser und drehe die Scheibe. Jetzt ziehe ich den Ton mit aufgestützten Oberarmen zu mir, dass er schön im Zentrum sich positioniert. Noch einmal, ich ziehe den Ton auf diese Weise in diese Richtung zu mir. Dann drücke ich hier mit dem Teil meiner Hand und dem Teil an der breitesten Stelle drücke ich den Ton zusammen. Mit den Fingern stabilisiere ich den Ton. Ich ziehe den Ton nicht nach oben, ich drücke nur zusammen und fahre mit dem Ton nach oben. Jetzt halte ich den Ton, mit den Händen drücke ich während dem nach unten drücken zusammen. Mit der linken Hand, mit diesem Teil der Hand, drücke ich hier drauf. Gleichzeitig gehe ich mit den ganzen Händen nach vorne und nach unten. Und so entsteht eine Halbkugel. Dieses nach oben und nach unten drücken mache ich 3-mal. Falls der Tonklumpen nicht mehr schön in der Mitte ist, verwende ich nochmal den Griff vom ersten Teil, dann ziehe ich nochmal so gegen mich, bis er wunderschön im Zentrum ist. Nun öffne ich den Ton. Ich halte den Ton mit beiden Händen und suche mit dem Daumen den Mittelpunkt. Hier drücke ich rein. So. Dann stabilisiere ich den Ton mit dieser Hand und gehe mit den beiden Fingern in das Loch. Der Daumen umhält die andere Hand. Ich gehe da rein und ziehe den Ton zu mir. Den Boden mache ich so dick, das kann ich zwischendurch messen, wie dick der Boden ist. Und wenn ich das noch weiter nach unten drücke, kann ich den Boden noch dünner machen.
Jetzt nehme ich die beiden Finger, gehe in die Mulde hinein. Ich habe hier eine Mulde gemacht. Und außen mit dem Daumen drücke ich gegen die äußere Wand. Und ich mache zuerst einen Zylinder. Wenn ich mit dem Daumen nicht mehr nach unten komme, verwende ich die rechte Hand dazu. Mein Zylinder ist nun fertig. Jetzt kann ich daraus eine Schale oder eine Tasse formen. Wenn ich fertig bin, putze ich das Wasser aus dem Gefäß und reinige die Scheibe. Das Ganze noch einmal von vorne. Ich nehme Ton und schlage den in einen Kegel. Wichtig ist, dass die untere Fläche leicht rundlich ist, dass wenn ich das hier drauf positioniere, dass da keine Lufteinschlüsse gibt. Dann schlage ich den Ton auf das Brett und jetzt ist der Ton noch nicht im Zentrum, darum werde ich nun mit meinen aufgestützten Armen und mit Wasser den Ton in die Mitte ziehen. Dann wird das viel ruhiger. Also ich ziehe das in diese Richtung, also so, und dadurch wird der Ton in der Mitte positioniert. Jetzt nehme ich die Hände und diesen Teil der Hand drücke ich zusammen. Und so kommt der Ton nach oben. Jetzt nehme ich hier meine Hand, halte ich so hin. Mit den Fingern werde ich beim Runterdrücken, die werde ich zusammendrücken, dass der Ton nicht auf die Seite rausgeht. Und mit dieser Hand, mit dem Teil meiner Hand, drücke ich von unten auf diese obere Stelle.
Das Ganze neige ich nach vorne, dann brauche ich weniger Kraft. Mit dieser Hand, wie gesagt, drücke ich hier zusammen und mit der drücke ich nach unten. Diesen Schritt mache ich 3-mal. Wichtig ist, dass wenn man beim nach oben ziehen, dass man nicht den Ton nach oben reißt, sondern nur zusammendrückt, das geht dann von alleine hoch. Noch ein letztes Mal. Das ist nun meine Ausgangslage. Jetzt suche ich hier mit dem Daumen den Mittelpunkt und drücke den Daumen hier in diese Öffnung rein. Dann wechsle ich, halte die Hand so hin und gehe mit meinen beiden Fingern nach unten. Den Daumen halte ich hier über meine Hand. So kann ich gut stabilisieren. Und jetzt lege ich den Boden. Ich arbeite mit meinen Fingern von der Mitte zu meiner Hand. Also von der Mitte zu dieser Hand. Und jetzt ziehe ich den Ton nach oben. Da nehme ich meine beiden Finger, schiebe das ein bisschen auf die Seite. So. Jetzt gehe ich hier hin und mit dem Daumen drücke ich von außen nach innen. Dann kommt der Ton nach oben. Wichtig ist, dass ich das Gefäß, den Ton nass mache. Wenn ich spüre, dass der Ton an meinen Händen oder an meinen Fingern anfängt zu kleben, löse ich langsam den Druck und fange nochmal an. Um dies zu verhindern, kann man auch mit einem Schwamm das Hochziehen einfacher machen. Mit einem kleinen Schwamm kann ich von außen Druck geben und innen halte ich entgegen und so gehe ich nach oben. Habe ich weniger das Risiko, dass die Finger anfangen zu kleben oder der Schwamm anfängt zu kleben. Wenn ich die gewünschte Größe erreicht habe von meinem Zylinder, kann ich nun die Form geben. Jetzt ziehe ich von innen nach außen.
So viel zum Thema Zentrieren. Besten Dank, dass ihr zugeschaut habt.